Wir verfolgen den Insektenspray-Kleinbus. Der Besitzer ist Franks halt Fischstäbchenfabrik. Was macht Franks Fischstäbchenfabrik mit einem Insektenspray-Kleinbus? Lasst es uns herausfinden. Halt nochmal an. Wir machen mal dein Schildchen weg. Obwohl, dann verlieren wir dich. Fahre weiter. Er exportiert Güter. Er fährt aus dem Industriegebiet heraus. Er exportiert. Okay, der Insektenspray-Kleinbus exportiert Waren aus Franks Fischstäbchenfabrik. Das klingt für mich sehr logisch. Schauen wir doch mal, wo er hinfährt. Über diese wunderhübsche Brücke, die hier jemand errichtet hat. Famos. Fahr, kleiner Insektenspraybus. Fahr. Und immer Mittelspurfahrer, wie ich das leiden kann. Furchtbar. Okay, das scheint jetzt wirklich zu exportieren. Er verlässt gleich unsere Landesgrenzen. Jetzt haben wir noch ein kurzes Battle Race hier mit diesem roten LKW. Aber wir bleiben tapfer vorn bis zur Staatsgrenze. Da ist die Ziellinie und der Insekten... Oh, jetzt der LKW hätten fast abgedrängt, aber Insektenspray-Kleinbus hat das Rennen gewonnen. Irre. So, und damit willkommen zurück bei City Skylines. Hier seht ihr unsere schöne Ölindustrie. Wir bauen jetzt munter weiter. Und wir brauchen scheinbar extrem viele neue Wohnungen. Und deshalb investieren wir doch mal unsere 85.000, die wir haben, in Bildung. Das hat jetzt nicht viel mit Wohnungen zu tun, ich weiß. Aber Bildung ist sehr wichtig. Merkt euch das gefälligst. Bildung. Ja. Und wir brauchen Strom. Aber vorerst Bildung. Nein, Quatsch. Wir bauen jetzt hier erstmal Wohngebiete hinein in diese wundervolle Möchtegern-Palme. Und zwar so. Bam. Warum bauen wir eigentlich nie bis dahin? Bam. Das fällt uns noch ein, warum wir das nicht machen. Deswegen. Nee. So. Sehr hübsch. Wirklich sehr hübsch. Wundervoll. Okay. Dann bauen wir doch mal... Nein! Das war falsch. Aber wir machen das jetzt so. Ein bisschen undefiniertes Muster, dass Abwechslung reinkommt hier in die gute Stube. Und vielleicht kann man ja anhand der unterschiedlichsten Straßenführungen herausfinden, welche Bauweise die beste ist für diese Verwendungszwecke, die wir hier, wie wir sie hier antreffen. So, was haben wir denn eigentlich hier?
Eine zweispurige Kiesstraße, geeignet für Anliegerstraßen, gut für geringes Verkehrsaufkommen. Das werden wir leider hier nicht haben, mein Freund. Okay, deswegen, freut euch doch, da ist eine Straße. Straßen sind immer was Gutes, deswegen bauen wir hier ganz viele davon. So. Okay, jetzt ist das erstmal hier voll zugehackt. Und wir machen das jetzt Highlife. Diese wundervolle große Straße geht hierher. Da aber hier noch keiner lang fährt, geht diese Straße da auch hin. Was ich hier gerade mache, ist absolut undurchdacht. Mehr ein Experiment als clever aufgebaut, aber mich interessiert einfach mal, was dann hier so passiert. Ja, wer nach Wohnraum schreit, der kriegt Wohnraum. Jungs und Mädels. Und natürlich Gewerbeplätze, Gebiete. Wenn jetzt alle hier dann einkaufen gehen, dann steckt der Verkehr dort, dann steckt der Verkehr da. Hier können wir etwas Verkehr verkraften. So. Und so. Und so. Und hier machen wir wieder hellgrün. So. Die Ecke ist ebenfalls hellgrün. Wunderhübsch. So, wenn wir jetzt loslaufen lassen, ist hier Chaos pur. So wie man sich das halt in einer Stadt wünscht. Feuerfrei. Jetzt bin ich mal gespannt. Strom sollte man im Auge behalten. Also Gewerbegebiet klappt schon mal, haben wir Haufen zur Verfügung und Wohngebiet ebenfalls. Jetzt brennt die Feuerwehr, aber ach nee, das Krankenhaus. Das Krankenhaus brennt. 4, 5 Löschzüge. Und gelöscht. Prima. Gute Arbeit, Männer. Dann lassen wir uns doch einfach mal überraschen, was hier jetzt so passiert. Wir brauchen wahrscheinlich gebildetes Personal. Wir können auch nochmal für eine Grundschule sorgen, weil hier hinten
sind jetzt nur einige neue Schüler, die hier wahrscheinlich leben werden. Und hier ist ein Feuer. Da kommt die Feuerwehr. Das klappt eigentlich ganz gut. Ein leerstehendes Haus. Warum stehst du leer? Gebäude in Dichte verlassen. Warum? Der Laden für alles. Der Superstore ist verlassen. Ja, das war scheinbar nicht sehr super. Was haben wir hier? Jungs, sagt mir, was ihr wollt. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Ja. Dabei ist doch die Bildung hier... Ja, eine Uni fehlt. Okay. Ich wollte aber mal kurz... Warum habe ich diesen tollen Kameraschwenk gemacht? Ich wollte hier mal reingucken. Hier fehlen ebenfalls Arbeiter. Warum baut hier keiner sich hin? Sind die behindert? Weil Arbeiter fehlen. Was kostet eine Universität? Fast nichts. 75.000. Ne? Die können wir noch warten. Das ist doch ratzfatz erledigt. Was jetzt interessant wird, ist der Verkehr. Weil es kommen alle über die Straße rein und es wollen alle über diese Mini-Straße wieder raus. Deswegen sollten wir hier vielleicht noch eine Umgehung bauen, die dann alles hier rum leitet. Und diese blöde... Obwohl, die fahren dann halt alle durch die Stadt. Wow, das kommt immer so überraschend. Ich passe da gar nicht mehr richtig auf. Eine kleine Stadt sind wir mittlerweile mit 7.500 Einwohnern. Wir können jetzt einen Bahnhof bauen, einen Güterzug und ein Wasserkraftwerk. Das ist doch faszinierend. Als nächstes können wir dann zu einer großen Stadt werden. Allerdings brauchen wir da schon 12.000 Einwohner. Und wir haben jetzt richtig Schotter bekommen. Deswegen bauen wir uns als allererstes eine Universität hier hinten in das Snobviertel. Die ist aber ganz schön groß, die Universität, kann das sein? Die nimmt ordentlich Platz weg. Ja, hier so schön am Rand positioniert. Hübsch, wie sie sich alle freuen. Alle freuen sie sich. Bis hier hinter. Ach ne, bis da hinten. Gut, da sind die ungebildeten Kleinen. Die können da ruhig bleiben. Irgendwann müssen wir vielleicht mal eine U-Bahn schaffen. 15.000 kostet eine Station. Der Bus hält hier nicht zufällig, ne? Aber wir können hier noch einen Punkt hinzufügen, dass der Bus an der Uni hält. Weil irgendwie müssen die Leute ja nach hinten kommen. Da hinten. Sehr hübsch, sehr hübsch. So, wir waren stecken geblieben bei unserem Verkehrsproblem. Warum ist das hier ein Problem? Die wollen alle dahin, die wollen alle dahin. Und das geht mit einer Kreuzung nicht so schön. Also bauen wir... Was ist hier das Problem? Die wollen von dort nach links. Warum fahren die dann nicht hier lang? Warum fahrt ihr nicht dort lang? Ja, Kriebe. Was passiert denn, wenn wir jetzt... Wow. Straße. Ausbauen.
Verkehr. Verkehr. Wir haben ganz viel Verkehr. Und das Wohngebiet, also hier wird auch nur spärlich gesiedelt, habe ich das Gefühl. Obwohl ja doch alles zur Genüge verfügbar ist. Was man noch schaffen könnte, wäre hier solcher Quatsch hier. Warum ziehen die aus? Oder sind das hier verlassen? Warum werden... Weil hier die gebildeten Arbeiter fehlen? Ja, kann ich auch nichts dafür, wenn die halt so lange brauchen für die Schule, die dummen Idioten. Was haben wir denn hier? Platz mit Picknicktischen. So ein Bullshit. 150 Leute können da hin. Was können wir hier? 150, 150. Japanische Gärten. Was haben wir denn so für... Ist das Demografie? Bevölkerung? Wir haben Kinder. 8, Jugendliche 19, Erwachsene, Senioren. 19 Tote, 49 Geburten pro Woche. Arbeitslose 3%. Das ist ja gar nicht so schlecht. Hauptsächlich Familien, hauptsächlich erwachsene Familien wohnen also überall verstreut, aber hier oben viele. Deswegen können wir dort ja einen Spielplatz bauen, ne? Einen großen Spielplatz, selbstverständlich. Wenn der Platz das hergibt. Da müssen die jetzt immer über diese tolle Riesenstraße drüber. Und dann können die dort zum Spielplatz laufen. Besser ist dann natürlich hier oben, weil es hier wahrscheinlich einen Fußgängerüberweg gibt, den es hier... Doch, gibt es ja auch. Hier. Ich sehe doch die Ampel ganz deutlich. Was ist denn überhaupt hier mit den einzigartigen Gebäuden? Was ist denn das für ein Bullshit? Aha. Es braucht Wasser. Warum? Ja, okay, sowas braucht Wasser und Strom und bringt Besucherkapazität. Tourismus, nehme ich an. Oder Erholung. Okay. Aha. Einkaufszentrum, ein Transportturm. Ein Bürogebäude. Das sieht ja alles sehr special. Oh, Wissenschaftszentrum, das klingt natürlich interessant. Okay. Ist, glaube ich, jetzt erstmal für uns absolut uninteressant. Wir sollten uns um unsere Infrastruktur kümmern. Und deshalb bauen wir jetzt hier unten diese Scheiße ab. Denn die Straße muss irgendwie darunter. Wir können natürlich auch die hier ausbauen. Und dann hier... Aber das sieht halt nicht so schön aus, wenn wir hier die Straße nehmen und ausbauen. Wir brauchen einen Haufen Gewerbezeug. Wir haben doch hier überall... Ist alles voll? Alles voll? Alles? Das finde ich irgendwie extrem. Aber wenn sie das brauchen, sollen sie es halt so kriegen, die kleinen Luder. Scheiße, Friedhof. Da ist ein Friedhof. Der Friedhof ist im Weg. Wir können
Strom erzeugen, indem wir Müll verbrennen. Müll haben wir hier drüben, der verbrannt wird. Und zwar 20.600 pro Woche. Und hier sind es 13.000 pro Woche. Das ist ja nichts. Also wirklich null. Aber ich will doch diese scheiß Kraftwerke nicht mitten in die Stadt setzen. Müll verbrennen. Lasst uns Müll verbrennen in der Stadt. Hier ist eine Buslinie. Defekt. Was ist denn jetzt? Ja, hier brauchen wir noch keinen Strom. Also wer sowas baut, das ist ja kompletter Blödsinn. Ne? War wahrscheinlich ich. So, und hier staut sich trotzdem. Jetzt geht natürlich vieles noch hier rum. Wie mache ich das am dümmsten? Die Straße können wir ja nie ausbauen, glaube ich. Ne. Auch nicht vierspurig, das ist ja alles zu nah. Also bauen wir jetzt hier am besten doch so einen Tunnel, der geht hier unten drunter durch und kommt hierher und alles, die hier hinten raus wollten, sind halt beruhigt und freuen sich. Oder was? Hier entstehen schon ordentlich Hochhäuser. Krasser Scheiß. Die Jungs haben ordentlich Bedarf an Gewerbegebiet. Ja, Industrie wollen die gar nicht. Was mich aber erstmal interessieren würde... Staudamm? Staudamm. Da liegt man hier viel zu flach. Hier hinten ist das vielleicht... Das liegt sogar auf unserem Gebiet. Das wäre eventuell... Nee, mit Staudamm kenne ich mich nie aus. Wir gehen erstmal auf Nummer sicher und bauen noch hier ein Ölkraftwerk hin, um unseren Strombedarf weiter zu decken. Müllverbrennung. Müllverbrennungsanlagenkapazität 144.000 Einheiten pro Woche, aber wir verbrennen viel weniger. Warum das? Der ist ja gerade mal mit 2 Fahrzeugen im Einsatz. Achso, haben wir hier sowas wie Budget für Müllverbrennung? Nö, aber für Müll. Haben wir Nacht? Nee. Es ist mitten am Tag und die Straßen sehen... Also hier ist doch ganz entspannt und hier sieht es halt kacke aus. Wenn wir jetzt die Straße wegmachen, dann entweder alles so... Ne, hier ist doch. Oder alle hier hinten und da und dort wird noch mehr Knoten. Verkehrsknoten. Wer fährt denn hier so alles lang? Halt, stopp. Der Kombi von Willow Graham ist ein ungebildeter Erwachsener. Ja, der fährt nach Hause, wie es aussieht. Nee. Müllwagen. Bus.
Wie machen wir das jetzt? Ich bin etwas planlos, was die Verkehrssituation anbelangt. Wir sollten hier vielleicht die Straße auch vergrößern, wenn das möglich ist. Aber das war bisher immer Einbahnstraße, ne? Und da ist jetzt hier kein Platz mehr. Wasser. Strom. Strom? Warum Strom? Da war kurz Panik. Warum sind wir jetzt so weit im Minus? Genau deswegen wahrscheinlich. Ja, es geht wieder hoch. Wunderhübsch. Was wir vielleicht machen sollten, sind Büroflächen. Wenn wir jetzt hier schon... Wir machen hier mal, wenn wir jetzt schon gebildetes Personal haben aus der Universität, machen wir doch hier mal ein Testfeld. Bürofläche. Bürofläche. Lesen wir doch mal kurz. Im Bürogebiet finden gebildete Bürger Arbeit. Ihre Stadt sollte über eine Universität verfügen, damit ihnen genügend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Ja, wenn eine Uni reicht, haben wir das. Was natürlich nochmal interessant ist, wie viele Ja, guck mal, wir haben gerade mal 718 Berechtigte. Wir sollten vielleicht noch eine zweite Oberschule bauen. Und die ist ja, was sagt denn eigentlich unsere Bildungsmaßnahmen? Also der Verkehr hier hinten hat sich auf jeden Fall verdünnisiert. Jetzt haben wir immer noch das Problem. Also hier oben finde ich, die Verkehrsflüsse sind eigentlich ganz gut. Gerade hier in den wechselseitigen Stellen passt das. Hier hinten, also für die kleinen Wohngebiete, für hier hinten. Wenn hier mehr kommt, wird es auch mal interessant. Aber auch die Straße ist ja jetzt nicht ausgelastet. Hier ist kritisch. Also die ganzen Einkaufsmeilen, die wir hier hingepflanzt haben, sollte man vielleicht auch verteilen. Na gut, hier ist auch alles Einkaufsrotz. Wir machen mal das hier weg. So. Wir lassen das mal frei. Mal sehen, was dann die Straße sagt. Die wird jetzt eigentlich total entlastet, weil da ja keiner mehr unbedingt langfahren muss. Und sich das alles hier in die Ecke hier hinter verschiebt. Und wenn ich das jetzt so richtig verstehe, haben wir jetzt dann natürlich hier wo haben wir jetzt? Ach genau, hier ist dicht besiedelte Gewerbegebiete haben wir hier.
Und wir haben auch schon Bürogebäude. Also scheinen wir auch gebildete Menschen vor Ort zu haben. Das sieht doch ganz gut aus. Kommt hier nicht... Feuerwehr kommt. Perfekt. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Gut, dann würde ich sagen, die Sonne macht hier gerade schon wieder noch den Abgang, oder kommt die? Ja, haben wir einen ganz guten Stand. Mal sehen, 12.000. Wir machen doch die 12.000 voll, würde ich sagen. Sehr hübsch. Also der Verkehrsfluss hier ist schon allein durch diese andere Straßenführung wesentlich erleichtert worden. Ja, erleichtert. Hier ist noch ganz schön geil, muss ich sagen. Aber richtig Premium. Premium C-Fließverkehr 3.0. Das behebt man gar nicht. Ja, weil wir hier so tolle Sachen rangebaut haben, ja. Wunderhübsch. So einfach kann man sich den Tag versauen. Setzen wir doch die Feuerwache mal um. Ach, da. Können wir wenigstens hier vorne das umbauen. Hier hinten fehlt den Jungs Wasser. Na, das können wir ändern. Sagt doch was, dass ihr was braucht. Mensch. Wir sind doch hier nicht allwissend. Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier schon so viel Gebiet einnehmen und hier und da, müssten wir uns bald mal auch entscheiden, wohin wir uns erweitern, unsere Stadt. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Also wenn das Gebiet hier hinten vollkommen ausgebeutet ist, ist es ja auch schon fast. Also hier ist ja nur noch die kleine Ecke da hinten. Na, gucken wir mal, wie wir das dann handeln. Wir haben eigentlich überhaupt nicht so viel Industrie, riesen Wohngebiete. Und die wollen alle gar nicht arbeiten in der Industrie, sondern die wollen alle Gewerbe. Das ist ja sehr interessant. Auf jeden Fall haben wir hier eine gute Mischung. Was wir demnächst auch machen sollten, das sind hier diese lästigen Sachen, die in die Stadt eigentlich nicht hingehören, wegzumachen. Und vor allen Dingen werden wir uns dann als nächstes mal um Güterverkehr kümmern und also Schienenverkehr, Schienenanbindungen und eine U-Bahn. Und jetzt haben wir noch die große Stadt erreicht. Haben hier noch ein Krematorium zum Leute verbrennen. Natürlich Tote. Und als nächstes kommen wir dann zur großartigen Stadt, der was unserem Bilde von der PfuscherBudenstadt wesentlich näher kommt. Ja, eine großartige Stadt. Hauptstadt können wir noch werden. Kolossale Stadt, Metropole, Megalopolis. Aha, Megalopolis ist dann wahrscheinlich das letzte, was man erreichen kann. 60.000, da haben wir doch schon ein Fünftel. Nicht schlecht. Okay. Dann verabschieden wir uns hiermit mit dieser wundervollen Aussicht auf unser schönes neues Stadtgebiet. Ne, erweitertes, umgebautes Stadtgebiet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!